Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Heute etwas kürzer, ja, ich weiß, aber dafür ein bisschen intensiver als sonst. Nämlich heute kommen wir zu einem Wechsel, den ich mir persönlich sehr wünsche. Ähm, und das auch für die Verteidigung direkt mal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, schreibt gerne eure Wünsche auch in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei diesem wunderschönen Video. So, wir suchen natürlich als meinem Wunschtransfer einen Ersatzinnenverteidiger mit Startelfpotenzial, wenn er sich reinhängt, der jung, groß und schnell ist und vor allem ein möglicher Leihspieler ist, damit man nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen muss und natürlich für beide Vereine da ein Plus da steht im Endeffekt und kein Minus bei irgendeinem Verein. Also sich das Ganze nicht lohnt. Das ist wichtig, das suchen wir. Und da gibt es ein paar Optionen, vor allem in der Bundesliga Leihspieler zu suchen und so weiter. Ich habe auch mich mal ein bisschen anders umgeschaut, nämlich natürlich bei den ganz Großen waren wir mal wieder unterwegs. Ja, es ist schwierig, einen jungen Verteidiger mittlerweile zu finden, der viel Potenzial hat, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da brauchen wir sowas ähnliches wie Hoti und Hoti ist so ein Spieler. Der kann sich mittlerweile auch gar nicht bei Dresden durchsetzen. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen zieht, damit er dann auch bei uns nächste Saison wieder spielt. Aber jetzt suchen wir erstmal jemanden für uns. Für die restliche Hälfte. Da habe ich Tarek Buchmann. Das ist ein junger Verteidiger mit ganz viel Potenzial. Und der ist so wichtig, tatsächlich. Sollte das ganze Ding klappen. Ja. Problem ist halt, wie gesagt, dass Hannover an ihm dran ist. Aber daran kann man definitiv arbeiten, denke ich mal. Ähm, ja, zudem ist er jung, talentiert, groß, schnell. Genau das, was ich auch gerne suche. Und ja, Profivertrag bei den Bayern hat er. Und hat aber fehlende Spielzeit. Dadurch könnte man durchaus denken, dass es eine Leihoption ist. Was ich glaube auch Bayern sehr gut machen könnten und sich, glaube ich, auch sehr gut vorstellen könnte. Ich will jetzt nicht für die Bayern reden, aber ich glaube, es wäre definitiv ein Plus für beide Mannschaften. Er ist wie gesagt der perfekte Houthi-Ersatz mit dem circa gleichen Profil. Er hat ein bisschen weniger Marktwert als Houthi, aber dafür ist er bei den Bayern Profi. Und das sagt halt viel aus. Du musst bei den Bayern erstmal Profi werden und ich könnte mir vorstellen, dass wenn er kommt, er einen besseren Job macht als ein Jamie Lawrence. Zumindest hoffe ich das. Das ist mein Anspruch an ihn. Wie sehr er dem nachkommt, weiß ich jetzt persönlich auch nicht hundertprozentig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er gut eintrifft. Beziehungsweise einschlägt. Wie gesagt, das Problem, wie gesagt, beim FCM ist, wir haben keine Option zu Müller als Ersatzverteidiger. Deswegen suchen wir definitiv einen zweiten Verteidiger. Die einzige Option aktuell ist noch, glaube ich, Sogovic und Chad. Auf die beiden baut man aber nicht so richtig. Chad war erstmal im Profikader. Ist die Frage, wie oft er das denn noch sein wird. Ja, und die Frage müssen wir uns halt ehrlich stellen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Chahed oder ein Sogovic die beiden, beziehungsweise Hotli sehr gut ersetzen kann? Fallen halt mal zwei Verteidiger aus, war es das halt mit uns. Und dann könnte es eine Abknallen werden, wie gesagt, von Hannover. Oder auch welche Mannschaft auch immer, die offensiv stark ist. Hannover ist jetzt ein schlechtes Beispiel gewesen, aber sagen wir dem HSV oder Köln. Und dann wird es richtig hart. Buchmann kostet zusätzlich wenig Geld durch die Leihe. Wie gesagt, das ist halt ganz wichtig. Du musst halt so weniger Geld ausgeben. Weniger Geld ausgeben ist gleich immer ein Vorteil im Fußball. Wie gesagt, damit wird er zur perfekten Option. Ohne viel Probleme im Nachhinein wegen dem Geld. Weil du halt im Endeffekt nicht viel bezahlen musst, außer vielleicht einen Anteil vom Gehalt. Das war das definitiv nicht das Problem. Deswegen, lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Schreibt so wie immer eure Meinung gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Und ja, macht es gerne. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich glaube, dass der Transfer wäre echt geil. Für beide Seiten. Und hoffentlich kommt der zustande. Würde mich sehr freuen. Ich glaube, das ist perfekt. Und damit noch einen schönen Tag und ciao, Leute.